Hey, my name is Lena. Und ich heiße Ed. Und willkommen bei Double Deutsch. So the idea behind Double Deutsch is to help you learn German by turning boring concepts into fun videos. And this week, Ed is going to teach us how to guess a German gender. In einer der radioaktivsten Orten der Welt. Seitdem wir 18 waren, versuchen ich und meine Kumpels immer neue und komische Orte zu entdecken. Wir wollen immer da gehen, wo die meisten Touristen vielleicht nicht automatisch hin würden. Wie zum Beispiel Tschernobyl. Für die es nicht wissen, 1986 ereignete sich im sowjetischen Atomkraftwerk eine schlimme Atomkatastrophe. An den Folgen der radioaktiven Strahlung mussten mehrere Dörfer und Städte von heute auf morgen evakuiert werden. Und bis zu 100.000 Menschen kamen ums Leben. Heutzutage ist die Radioaktivität allerdings nur in bestimmten Zonen vorhanden. Also haben wir uns entschieden, in die Ukraine zu fahren, ein Wochenende in Kiew zu verbringen und einen Ausflug nach Tschernobyl zu machen. So just while Ed heads over to put his life at risk, here is German gender tip number 1. There are certain endings that are very likely to determine whether a word is feminine or not. And Ed has already used 3 of these in his story. So we had die Strahlung, die Radioaktivität und die Krankheit. So just remember that whenever you see a word with the ending heit or kite or tät, then it's very likely that this word is going to be feminine. So it's going to take the article die. Now let's get back to the story, and if you want to hear more about the tricks for der und das, stick around. So we've arrived in the Chernobyl zone. So it's getting a little bit tasty. Der Ausflug hat um 7 Uhr morgens angefangen und obwohl es ein heißer Sommertag war, mussten wir alle lange Klamotten anziehen wegen der Radioaktivität. Wir haben aus Sicherheitsgründen beim Eingang ein Gerät bekommen, um das Radioaktivitätsniveau des Ortes testen zu können. Beruhigend. Dies wusste ich vorher nicht, aber Tschernobyl ist eigentlich in 2 Zonen aufgeteilt. Die erste Zone ist sozusagen sicher und in diese Zone kann man ziemlich ruhig rumlaufen. So. Und das Radioaktivitätsniveau ist fast das gleiche wie in Kiew. Also es gibt nichts, wofür man sich wirklich fürchten müsste. Aber in der zweiten Zone, in der Nähe vom Reaktor, da ist es ganz anders. Now just before Ed heads into zone 2, let's guess some more German genders. Now there are some words with particular endings that are always masculine. And we've already seen some in the previous passage. Firstly, the days of the week, months of the year and seasons are always masculine. So we have der Montag, der Frühling und der Sommer. So whenever you think of time in this way, think of der. Secondly, words with the ending ismus, ling und ant are also going to be masculine. So der Kommunismus, der Flüchtling und der Elefant. We've created some exercises for you to help crack those German genders, so check them out in the description box below. And now, back to zone 2. Die zweite Zone ist schon richtig gruselig. Es ist auch sehr traurig, weil man sieht, wie die Städte und Dörfer von einem Tag auf den anderen evakuiert wurden und wie die Leute ihre Sachen, ihr Geld und ihr ganzes Leben hinter sich lassen mussten. Am Ende haben wir auch die berühmte Stadt Pripyat besichtigt. Vor der Explosion war Pripyat bekannt als die perfekte kommunistische Stadt mit ganz vielen Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten. Es war also sehr creepy, diese damalige perfekte Stadt jetzt leer zu sehen. Wir konnten allerdings nicht so lange in diesen Orten bleiben, da den Experten zufolge ist ein normales Radioaktivitätsniveau von 1,0, 1,3, wobei da steigt es oft bis 10, 20 oder 300 times higher level of radiation comparing with Kiev level of radiation. 300 times higher. Beruhigend. Wir sind also gegen 19 Uhr nach Hause gefahren, um weiteren Kontakt mit der Radioaktivität zu vermeiden und um ein kaltes, leckeres Bierchen in Kiew zu genießen. Just before we leave you, let's touch on the last gender, das, the neutral one. Did you notice that the last thing that Ed said was das Bierchen? Now the reason why this word is das is because of the added chen on the end. The chen essentially makes any word small, cute, and definitely neutral. So, if you don't know the gender of a word, just add a chen on the end and you'll be fine. So, for example, ein Bierchen,
ein Kaffeechen, ein Becherchen. You get what I mean. It's easy. There are 4 more endings that generally make a word neutral, and you can check them out in the bonus material below. So make sure to have a look, and we will see you next week for more exciting German stories.